Hallo E-Bike-Tuner, ich möchte euch heute zeigen, wie man das Redpad 2S für Shimano EP8 in den EP8 Motor einbaut. Zunächst einmal ziehe ich den Speed-Sensor-Stecker aus dem Motor. Der sieht bei mir so aus. Bei Ihnen sieht er jedoch so aus. Das ist der originale Speed-Sensor-Stecker. Danach stecke ich den Speed-Sensor-Stecker des Redpad-Moduls ein und stecke danach den Speed-Sensor-Stecker des E-Bikes in die Buchse, auf der Speed draufsteht. Es muss hörbar Klick machen. Sie sehen jetzt hier links die zwei Di2-Buchsen. Eine davon brauchen wir für das Redpad-Modul und die rechte bei mir, da ist eine Leerhülse drin und die werde ich jetzt für das Modul verwenden. Jetzt stecke ich diesen Di2-Stecker des Redpad-Moduls in die Mitte und den Display-Stecker wieder links. Die Buchse des Moduls, auf dem Display draufsteht, die lasse ich frei, weil bei mir in der Mitte ein Di2-Anschluss frei war. Falls bei Ihnen die zwei linken Di2-Anschlüsse belegt sind, dann können Sie den Display-Stecker rausziehen und den Di2-Stecker des Moduls einstecken. Und danach müssten Sie den Stöpsel der Displaybuchse abdrehen und dort den Display-Stecker des E-Bikes einstecken. Jetzt muss ich noch den Kabelschuh in den Pluspol des E-Bikes einstecken. Dazu lockere ich die Kreuzschlitzschraube, stecke ihn ein und mache ihn wieder fest. Den Stecker mit dem kurzen Kabel, das ist der Reset-Stecker und den lasse ich auch frei. Schalten Sie das E-Bike an, öffnen Sie die Redpad-App und schauen Sie, ob Sie das Modul finden. Wenn ja, dann tippen Sie drauf und beim iPhone können Sie einfach auf Koppeln drücken, weil der Pin 6 mal die 0 ist, das gibt er automatisch ein. Und jetzt sollten Sie den Tacho und alles weitere sehen. Drehen Sie jetzt auch am Rad und testen Sie, ob Sie eine Geschwindigkeit im E-Bike-Display und in der App sehen. Wir müssen das Modul jetzt hier verstauen und es gibt mehrere Möglichkeiten, je nachdem wie Ihr Rahmen aussieht. Bei mir kann ich hier das Modul beim Akkustecker einklemmen und die Stecker hier oben in den Freiraum stecken. So sieht es am Ende bei mir aus. Wichtig ist, dass Sie dabei Geduld haben und die Kabel und Stecker nicht beschädigen. Jetzt lege ich die Abdeckung wieder an und schaue, ob ich da jetzt fest drücken muss. So wäre es bei mir okay. Wir müssen jetzt nur noch die 3 Schrauben festschrauben und dann ist das Modul verbaut.